Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, kurz WDVZ, ist ein wesentliches Element Ihrer Marke. Die Auswahl der Waren und Dienstleistungen, für die Sie Ihre Marke schützen möchten, bedarf daher besonderer Aufmerksamkeit. Eine Marke ist ein Zeichen, das die Herkunft von genau den Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wird, von den Produkten anderer Anbieter unterscheiden soll. Deshalb müssen Sie bei der Anmeldung einer Marke festlegen, für welche Waren oder Dienstleistungen Ihr Markenzeichen geschützt sein soll. Überlegen Sie vor der Anmeldung Ihrer Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt sehr sorgfältig, welche Waren und Dienstleistungen Sie in Ihrem Verzeichnis aufnehmen wollen. Denn nach der Anmeldung können Sie keine weiteren Waren oder Dienstleistungen mehr hinzufügen. Für welche Waren oder Dienstleistungen sollten Sie Ihre Marke anmelden? Wie kleinteilig sollten Sie Ihre Produkte benennen? Das WDVZ sollte Ihre wirtschaftlichen Aktivitäten am Markt widerspiegeln. Denn nur dann können Verbraucher alle von Ihnen angebotenen Produkte sicher Ihnen zuordnen und von den Produkten Ihrer Konkurrenten unterscheiden. Zudem können Ihre Konkurrenten dem Markenregister dann zuverlässig entnehmen, für welche Waren oder Dienstleistungen Ihre Marke beansprucht ist und Ihre eigenen Markenstrategien darauf ausrichten. Überdenken Sie dabei, ob Ihre wirtschaftlichen Aktivitäten am Markt im Hinblick auf die von Ihnen angebotenen Produkte eher wenig veränderlich sind oder ob stetig neue Waren und Dienstleistungen hinzutreten oder Sie absehbar neue Produktfelder erschließen wollen und diese schon jetzt zukunftsorientiert in Ihre Markenanmeldungen einbeziehen wollen. Erwarten Sie mittelfristig keine Änderungen Ihres Produktportfolios, sollten Sie das WDVZ auf das Notwendige beschränken und sehr konkret fassen. Treten in Ihrer Branche häufig neue Waren oder Dienstleistungen auf, kann es sinnvoll sein, statt vieler kleinteiliger Einzelbegriffe wenige oberbegriffliche Formulierungen zu wählen, die dann für Entwicklungen offener sind. Aber Vorsicht, dies bedeutet auch, je umfangreicher ein WDVZ ist bzw. je mehr oberbegriffliche Formulierungen genutzt werden, desto höher ist das Risiko eines Konflikts mit Mitbewerbern. Daher bedarf es immer einer gründlichen Abwägung der Vor- und Nachteile kleinteilig gestalteter oder andererseits solcher Verzeichnisse, die mit vielen Oberbegriffen formuliert sind. Das WDVZ hat auch großen Einfluss auf die Gebühren Ihrer Anmeldung. Sie müssen Ihre Waren und Dienstleistungen nach den Bestimmungen der sogenannten Klassifikation von Nizza, die insgesamt 45 Klassen umfasst, einreichen. Die Gebühren für eine Markenanmeldung richten sich nach der Anzahl der mit Ihrer Marke beanspruchten Klassen. Die Klasseneinteilung sortiert dabei die Waren und Dienstleistungen nach ihrem Inhalt. So gibt es beispielsweise eine Klasse für Musikinstrumente, während Möbel in einer anderen Klasse zugeordnet sind. Damit übernimmt das WDVZ, das nach Klassen sortiert eingereicht werden muss, auch eine wichtige Ordnungsaufgabe, etwa dahingehend, dass Mitbewerber ihre Recherche nach konkurrierenden Registermarken gezielter nach den bestimmten Klassen durchführen können. Wenn Ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mehr als 3 Klassen umfasst, wird die Anmeldung teurer. Mehr über die Gebühren für eine Markenanmeldung können Sie im Erklärvideo "Was kostet eine Marke?" auf der Homepage oder direkt im YouTube-Kanal des DPMA erfahren. Ein formal korrektes, aussagekräftiges und übersichtliches WDVZ kann zügig bearbeitet und gegebenenfalls rasch eingetragen werden. Außerdem trägt es wesentlich dazu bei, dass Dritte schnell erfassen können, welche Waren und Dienstleistungen vom Schutz der Marke umfasst sind. Achten Sie also bei der Formulierung des WDVZ darauf, dass Dritte den Inhalt problemlos erfassen und verstehen können. Denn nur so kann der Sinn des Markenregisters, Öffentlichkeit und Mitbewerber über die geschützten Registermarken zu informieren, gewährleistet werden. Damit Ihnen das gut gelingt, habe ich für Sie 7 goldene Regeln für die Erstellung eines WDVZ formuliert. Regel 1. Reichen Sie Ihr WDVZ nach Klassen gruppiert ein. Regel 2.
Nutzen Sie für Ihr WDVZ keine unzulässigen Begriffe, sondern klare und präzise Formulierungen. Lassen Sie mich dies durch ein Beispiel verdeutlichen. In den Dienstleistungsklassen 35 bis 45 wäre der Begriff Beratung ohne Angabe der genauen Art der Beratung nicht klar genug formuliert und führt zu einer formellen Beanstandung. Durch das Hinzufügen der Art der Beratung wird die unbestimmte Formulierung klar und kann in der entsprechenden Klasse problemlos existieren. Zum Beispiel betriebswirtschaftliche Beratung Klasse 35, finanzielle Beratung Klasse 36, wissenschaftliche Beratung Klasse 42 oder aber juristische Beratung Klasse 45. Regel 3. Das WDVZ muss abschließend gefasst sein. Verwenden Sie daher nie Formulierungen wie etc. und so weiter, zum Beispiel oder Auslassungspunkte. Regel 4. Verwenden Sie keine Schachtelsätze und Abkürzungen. Regel 5. Weniger ist oft mehr. Halten Sie das WDVZ übersichtlich und sorgen Sie dafür, dass Dritte schnell erkennen, welche Waren und Dienstleistungen von Ihrer Marke geschützt sind. Verfassen Sie daher bitte keine überlangen WDVZ. Verwenden Sie bei der Erstellung Ihres WDVZ statt vieler kleinteiliger Einzelbegriffe lieber Oberbegriffe, welche die Einzelbegriffe in wörtlichem Sinne umfassen. Regel 6. Dienstleistungen im markenrechtlichen Sinne werden immer für Dritte und nie für die eigene wirtschaftliche Tätigkeit erbracht. Auch hier ein Beispiel zur Verdeutlichung. Wenn Sie als Elektronikhändler neben Ihren Waren der Klasse 9 Ihrem WDVZ auch Werbung der Klasse 35 hinzufügen, dann schützt diese Dienstleistung nicht Ihre Werbung für Ihre eigenen Waren. Das Vermarkten und Bewerben Ihrer Waren der Klasse 9 ist vielmehr schon von Klasse 9 mit umfasst. Die Nennung einer Ware im Verzeichnis umfasst nämlich deren Herstellung, Verkauf oder Vertrieb und die Werbung dafür. Die Dienstleistung Werbung für Dritte der Klasse 35 benötigen Sie tatsächlich nur dann, wenn Sie eine Werbeagentur betreiben und für Dritte werben. Regel 7. Nehmen Sie nur Waren und Dienstleistungen in Ihr WDVZ auf, die Sie auch tatsächlich am Markt anbieten oder in absehbarer Zukunft anbieten werden. Die von Ihnen im WDVZ beanspruchten Waren und Dienstleistungen unterliegen nämlich spätestens nach 5 Jahren einem Benutzungszwang im Geschäftsverkehr, mit der Folge, dass die Benutzung der Marke gegebenenfalls nachgewiesen werden muss, um Ihre Registermarke aufrechtzuerhalten. Übrigens, wussten Sie, dass Sie sich am WDVZ, welches zudem alle formellen Anforderungen berücksichtigt, ganz einfach und bequem über die Warenkorbfunktion unseres Online-Anmeldedienstes dpmA Direct Web oder des elektronischen, signaturgebundenen Anmeldedienstes dpmA Direct Pro zusammenstellen können? Der Warenkorbfunktion dieser beiden Dienste sind die Waren- und Dienstleistungsbegriffe der einheitlichen Klassifikationsdatenbank hinterlegt, die in der EU und zum Teil auch darüber hinaus akzeptiert werden. Alle Einzel- und Oberbegriffe der einheitlichen Klassifikationsdatenbank können Sie auch dann nutzen, wenn Sie Ihre Anmeldung in Papier einreichen wollen. In diesem Fall nutzen Sie einfach die Plattform TM Class. Hier können Sie sich Ihr in der Anwendung zusammengestelltes WDVZ einfach im Format TXT ausdrucken und Ihre Anmeldung als Anlage hinzufügen. Zum Schluss noch ein letzter Hinweis. Im Zuge Ihrer Anmeldung werden Sie aufgefordert, aus Ihren angemeldeten Klassen eine Leitklasse auszuwählen. Dies ist ein rein formaler Vorgang, der keinen Einfluss auf das materielle Prüfverfahren Ihrer Marke hat. Dennoch berücksichtigen Sie bei der Auswahl einer Klasse als Leitklasse die Klasse, die den wirtschaftlichen Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit am besten widerspiegelt. Nun haben Sie viel über die Erstellung von Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen erfahren. Zusammenfassend möchte ich Ihnen diese 3 wesentlichen Dinge besonders ans Herz legen. Erstens, überlegen Sie sorgfältig, welche Waren und Dienstleistungen jetzt
und in naher Zukunft von Ihrer Marke geschützt werden sollen. Zweitens, nehmen Sie sich die eben vorgestellten 7 goldenen Regeln zur Erstellung eines WDVZs zu Herzen. Drittens, nutzen Sie für die Erstellung Ihres WDVZ die europaweit abgestimmten Waren- und Dienstleistungsbegriffe der einheitlichen Klassifikationsdatenbank, die Ihnen über die Warenkorb-Funktionen unserer Anmeldedienste dpMA Direct Web und dpMA Direct Pro oder über die Anmeldung in Papier über die Plattform TM Class zur Verfügung stehen. Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an.